Wir haben damals ein neues Highlight gesucht und haben gesagt, okay, machen wir die Königsklasse und die starten wir von der Ortschaft weg, die Prologstrecke rauf. Und da hat BMW damals eben auch mitgemacht und BMW und KTM haben sich da ein sehr klasses Duell geliefert, das die Leute gut unterhalten hat. Ich kann mich sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv an die Königsklasse erinnern. Das waren einfach spektakuläre Szenen, wenn dann mit Geschwindigkeiten von weit über 150 km/h den Berg raufgefahren wird. Damals hat sich ein Name hervorgetan, das war der Simo Kirsi, der mit BMW gefahren ist. Und Simo Kirsi gegen Giovanni Sala, gegen Chris Pfeiffer, David Knight ist gefahren. Also es sind alle gefahren, die irgendwo damals schon sehr schnell waren und bekannte Namen gewesen sind. Der Einstieg von BMW in den Hard-Enduro-Sport mit dem großen Zweizylindergerät, mit dieser HP2, hat, glaube ich, vor allem auch ein bisschen bei KTM einen zusätzlichen Funken gezündet. Also das, was wir, oder was ich persönlich miterlebt habe, war, dass auf beiden Seiten, in München und in Mattighofen, irgendwie alle Fähigkeiten oder alle Kapazitäten freigelegt wurden, um wirklich also ein leistungsstarkes und noch stärkeres und noch fahrbareres 1000 Kubik Gerät auf die Beine zu stellen. Und fürs Erzberg-Rodeo hat das bedeutet, einfach noch einmal einen gehörigen Schub an Herausforderungen, an Kampf. Die großen Kunden von BMW sind gekommen, haben mitgemacht. Also PR-mäßig sind wir auch sehr gut aufgestellt gewesen. Also für mich war es, oder für uns alle war es eine Bereicherung, die wirklich wichtig war, auch für die weitere Entwicklung vom Erzberg-Rodeo. Erzberg-Rodeo als die härteste oder die stärkste oder schwierigste Herausforderung im Motorradrennsport zu bezeichnen, trifft, glaube ich, deswegen ganz korrekt zu, weil das Erzberg-Rodeo eben die Summe aus vielen, vielen kleinen Schindereien ist. Wir haben immer versucht, einen schwierigeren Weg zu finden und der ist auch immer abgesprochen worden. Es war erstens einmal klarerweise die sportliche Herausforderung. Das Schwierigste, das Härteste, das sind Prädikate, die jedem taugen, der irgendwann einmal bei einem Rennen mitfährt. Auch wenn du selber für dich ganz genau weißt, dass das nicht ein Thema ist, das Härteste und das Schnellste und das Längste, aber trotzdem, du willst dorthin und du willst das einmal gefahren haben. Die Chance, dass du mit einem Alfie Cox oder mit einem Giovanni Sala im selben Rennen bist, also das ist schon eine Motivation oder eine Anziehungskraft, da musst du dich einmal dem entziehen können. Ich glaube, das Erzberg-Rodeo wird geprägt von vielen Erfolgen, von vielen Misserfolgen. Und wenn man sich jetzt anschaut, die 1500 Starter, ist aus meiner Sicht der Sieger genauso populär wie der was Checkpoint 1 geschafft hat. Du suchst deine Grenzen, du gehst bis zur Grenze und du gehst sehr gerne darüber hinaus. Das, glaube ich, vereint Enduro-Fahrer aus allen Niveaus, aus allen Levels, aus allen Stärken. Und so gesehen ist der Erzberg-Rodeo genau der richtige Ort, um an deine Grenzen zu gehen. Das Leiden beim Erzberg-Rodeo in den, sage ich jetzt einmal, hinteren Reihen ist auch sehr schön greifbar. Da gibt es Checkpoints, die in unmittelbarer Nähe der Erzberg-Arena sind und probieren es einfach stundenlang an einer und derselben Stelle. Und da spielen sich Szenen ab, die würde ich also sehr, sehr klar und eindeutig mit Leiden bezeichnen. Ja, Hinweis, den der Heinz dem Erzberg-Rodeo oder uns als Veranstalter jemals gegeben hat, der mir noch immer glühend in Erinnerung geblieben ist, war ein Satz, der ungefähr so ging: zu schwer gibt's nicht. Wenn auch nur einer das Ziel sieht, dann war es zu leicht. Man wird immer wieder gefragt, wie viele Leute das durchkommen sollen, weil ja doch bei heute 1500 Startern, wenn da 10, 12 nur durchkommen, da fragt man, warum kommen so wenig durch? Da ist meine Antwort ganz einfach. Also eigentlich braucht jedes Rennen nur einen einzigen Sieger und damit ist es ein Rennen der Superlative. Es bringt dich auch ins Gerede. Du bist einfach, du bist am Radar der Szene.
Also ich glaube, dass für jeden Sportler, egal ob er jung ist, ob er am Anfang seiner Karriere steht oder ob er bereits einige Jahre in der Motorradszene unterwegs ist, das ist ein bisschen ein Adelstitel. Der Preis ist eigentlich die Publikation und das, was deine Sponsoren in dich rein investieren. Und Erzbergrode ist publizistisch gewachsen und dementsprechend auch, glaube ich, wertvoll für die Fahrer, weil jeder Fahrer, der dort einigermaßen gut abschneidet, hat die Chance darauf, dass ihm irgendeiner Geld gibt, damit er sich präsentieren kann mit dem Fahrer. Es ist in Ordnung, so wie wir es jetzt schaffen, dass 10, 15 ins Ziel kommen. Ein Rennen ohne Sieger und ohne B-Sieg, die ich sehe, ist für mich also kein Rennen. Für mich ist jeder ein Held, der beim Erzbergrode teilnimmt.